Leute, heute im Test der neue Lasermaster 3 von Ortur mit 10 Watt Laserleistung, Ausgangsleistung und seid gespannt, ob der überhaupt einen Taug hat, weil wir testen ihn heute. Also viel Spaß beim Schauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ihr seht den bereits aufgebauten Lasermaster 3 von Ortur schon auf dem Tisch stehen. Wir schauen uns heute das Gerät einfach mal im Detail an. Es ist ein neues Modul verbaut hier. Es ist auch ein schönes neues Design von Ortur und dieses Modul soll 10 Watt Ausgangsleistung haben und das schauen wir uns mal genau an. Wir werden uns den Laser gemeinsam aufbauen. Wir schauen uns die Software natürlich an und wir werden einiges an Material einfach mal durchlasern, um zu schauen, was er so kann. Ebenso hat ja Gipfelholz ja schon mehrere Laser vorgestellt. Die werde ich euch natürlich auch noch im Laufe des Videos irgendwo verlinken. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Da ist auch der Ortur Lasermaster 2 Pro dabei. Ist immer noch ein sehr gutes Gerät. Und da könnt ihr einfach mal so den Vergleich zwischen diesen Geräten ziehen. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Lieferumfang und mit dem Aufbau des Gerätes. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Schauen. Auf geht's! So Leute, ich habe das Ganze für euch natürlich auch schon mal ausgepackt. Ich brauchte euch den Karton ja nicht zeigen, ist ja Schwachsinn. So, wir haben jetzt natürlich hier das Netzteil mit europäischem Anschluss natürlich dran, Kaltgerätestecker, Verbindungskabel, wir haben hier Riemen, das Lasermodul selber, das ist das Interessante natürlich dran, ist sehr kompakt und sehr leicht, muss ich sagen, ist echt ganz cool. Was mir sofort hier an diesem Lasermodul auffällt, denn es wird hier nämlich ein Schlauch mitgeliefert und das finde ich jetzt richtig cool dran. Und zwar habe ich hier oben einen Anschluss für den Air Assistant, der hier automatisch dann schon verbaut ist. Das finde ich schon mal cool. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Hier kommt die Luft dann raus. Das werden wir ja sehen. Und ja, prima. Dann haben wir natürlich noch Werkzeug dabei, die ganzen Kabel. Es wird auch eine Brille mitgeliefert, die werde ich euch so empfehlen aufzusetzen. Und wir haben hier noch Kabelbinder und alles Mögliche dabei. Hier noch zum Test Schnitte machen und natürlich das Gerät selber. Es schaut echt sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Alles aus Alu hier, echt top. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir bauen das Ganze jetzt einfach mal zusammen und schauen dann weiter. Gut, wir starten mal mit dem Aufbau.
So Leute, er ist fertig aufgebaut. Ich finde, es ging rasend schnell. Wir haben ja im Endeffekt nur 6 Schrauben, um das zusammenzuschrauben. Und wir haben da noch ein bisschen Verkabelung. Hier das Ganze. Ich habe jetzt hier auch noch den Air Assistant Schlauch angebracht. Hier am Gerät habe ich auch noch verkabelt. Und fertig ist das Ding aufgebaut. Also ich sage jetzt mal 10 Minuten, Viertelstunde und schon ist er fertig. Er schaut auch richtig cool aus. Und ich werde jetzt euch erstmal hier im Detail zeigen. Ihr seht hier gleich, das rote Ding ist der Notaustaster. Den müsst ihr natürlich beim ersten Mal anschalten, dann drehen, damit der offen ist und nicht, dass ihr euch wundert, dass das Ding nicht funktioniert. Was Neues ist auch hier, dass man den Laser dann wirklich abschließen kann, für Unbefugte dann nicht zu benutzen ohne Schlüssel. Also ihr könnt es natürlich, wenn es kein Unbefugter ist, natürlich drin lassen, diesen Stecker. Hier seht ihr Ein- und Ausschalter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Seite hier rüber. Da seht ihr jetzt diese WLAN-Antenne, die noch da verbaut ist. Man kann das Ganze ja auch über WLAN ansteuern. Und wir sehen hier jetzt den Stromanschluss und den USB-Anschluss, wenn man so betreibt. Hier hinten seht ihr jetzt noch einen Schalter, wo man umlegen kann. Wenn ihr einen normalen Betrieb habt, müsst ihr ihn auf Y-Motor haben. Und wenn ihr dann einen Rotari anschließt oder so, dann müsst ihr hier den Rotari anschließen und könnt dann automatisch umschalten. Somit ist dann diese Bewegung hier ist dann gesperrt dadurch. Jetzt gehen wir mal zum Lasermodul selber. Das ist echt super kompakt und klein. Er hat ja 10 Watt Ausgangsleistung. Das wird über einen Spiegel erreicht. Da sind praktisch 2 Laser drin, die dann über den Spiegel diesen Punkt ergeben. Hier seht ihr dann die Höhenverstellung, wo ihr dann praktisch den Laser Höhen verstellen könnt. Ihr seht unten jetzt hier diese Schutzscheibe. Das ist nochmal eine zusätzliche Scheibe, damit die Strahlen nicht so rauskommen beim Lasern. Also nochmal zum Schutz der Augen. Aber da kommen wir nochmal nachher dazu, zu den Sicherheitsvorkehrungen. Genau, und es ist hier noch ein kleiner Hebel. Das ist jetzt auch neu. Das ist dann praktisch die Höhenverstellung oder praktisch die Fokussierung des Lasers. Das ist dann gleich hier angebracht. Ansonsten hat man immer solche Teile gebraucht, die man drunter gestellt hat. Und ja, viele haben es dann verloren, würde ich mal sagen. Aber das ist jetzt praktisch, man braucht es nur runterklappen und wieder hochklappen und fertig zum Fokussieren. Das Tolle daran finde ich jetzt persönlich, ich habe ihn ja noch nicht probiert, aber hier können wir einen Schlauch anstecken und daran natürlich einen Air Assistant oder praktisch einen Kompressor. Der Air Assistant ist ja praktisch schon in diesem Laser verbaut. Hier kommt der Schlauch ran und unten bläst es dann richtig schön weg. Und einen Air Assistant braucht man eigentlich dafür, dass wir keine Schmauchspuren haben, und beim Schneiden braucht man definitiv einen Air Assistant. Wenn man jetzt mal auf die Rückseite der Frontseite schaut, das ist da, wo die Antenne ist, da seht ihr dann praktisch noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Ihr seht einen Boot-Taster und einen Reset-Taster. Genau, das nur, dass ihr mir mal wisst, dass das hier auch noch auf der Rückseite versteckt ist. Ansonsten muss ich echt sagen, er schaut wirklich sehr schick aus, er schaut modern aus, es hängen nirgends Kabel rum, es ist alles versteckt im Endeffekt in diesen, das ist ja Alu-Gehäuse hier. Und das ist alles wirklich hier toll versteckt. Das Einzige, was raushängt, ist halt dieses Kabel hier. Da müsst ihr noch mal ein bisschen mehr Platz natürlich einberechnen. Wenn ihr das Ganze irgendwo hinstellt oder so, müsst ihr immer denken, dass dieses Kabel hier auch noch rumhängt. Das war beim 2 Pro, ist es anders gelöst. Da haben wir ja so eine Schleppkette gehabt, wo das Ganze dann hier versteckt war. Also ausschauen tut er schon mal richtig cool, richtig modern und alles schön versteckt. Habe ich ja schon gerade erwähnt, aber es bringt ja alles nichts, wenn das Ding geil ausschaut, aber dann keine Leistung bringt. Diese Leistung werden wir uns natürlich nachher erstmal anschauen. Was bringt dieser Laser? Was kann er alles? Wie tief kann er schneiden? Oder wie schön kann er lasern? Wie schnell kann er lasern? Das schauen wir uns alles nochmal an. Denn wir haben ja hier ein paar Neuerungen an diesem Laser. Das muss ich natürlich jetzt auch nochmal hier ablesen ein bisschen. Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar haben wir ja wirklich hier eine Geschwindigkeit von 20.000 Millimeter pro Minute, was der wirklich fahren kann. Das wollen wir natürlich auch mal probieren, wie das ganze Ding dann rumfährt. Denn umso schneller, umso mehr kann es ja wackeln theoretisch. Aber das schauen wir uns natürlich auch mal an. Was auch neu ist an diesem Lasermodul ist, dass wir hier ein
Laserpunkt haben von 0,05 mal 0,1 mm. Das ist natürlich sehr fein und klein und dafür kann er theoretisch auch richtig gut schneiden. Und das werden wir uns natürlich nachher auch nochmal anschauen. Wir sollen hier eine sehr hohe Präzision haben, die Bewegungsgenauigkeit im Endeffekt, und die soll bei 0,01 mm liegen. Wir werden sehen. Was der Laser noch alles hat hier, der Lasermaster 3, ist die Sicherheitsfeatures. Die finde ich ganz cool eigentlich auch, weil Sicherheit ist es wirklich das Wichtigste überhaupt beim Lasern. Denn ich habe schon einiges gesehen, dass hier Sachen abgebrannt sind. Und also lasst auf jeden Fall den Laser niemals alleine hier lasern und bleibt immer in der Nähe, damit ihr eingreifen könnt, falls was sein sollte. Und zwar hier haben wir schon mal einen Notaustaster, den wir sofort drücken können. Wir können den Laser ja absperren, wie ich schon gesagt habe, dass es für Unbefugte nicht bedienbar ist, das Ganze. Wenn der Tisch zum Beispiel umfällt oder irgendjemand gegen den Tisch kommt und das Ganze hier Schräglage gerät oder auch hier zu viel wackelt, schaltet er auch ab. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, solltet ihr das Ganze mit dem Laptop betreiben, ihr zufällig vergessen habt, hier den Akku anzustecken des Laptops, und der Laser weiß, bei anderen Lasern ist es so, dass man dann, wenn die Verbindung gekappt wird, dass der Laser nicht mehr weiß, was er tun soll und einfach stehen bleibt und diesen Laserstrahl aber anhat. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, der Laserstrahl ist an, lasert, 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 lasert und irgendwann fängt mal der Untergrund an zu brennen. Also ganz vorsichtig sein mit solchen Sachen. Das ist bei dem aber nicht so der Fall, denn wenn die Verbindung oder der Laptop die Verbindung unterbricht oder sonst irgendwas, dann hört er ebenso auf zu lasern. Was ich jetzt euch gleich nochmal empfehlen kann, wenn ihr das Ganze losstartet, ich würde euch auf jeden Fall einen Air-Kompressor, einen kleinen Kompressor noch empfehlen, damit ihr den Air Assistant anschließen könnt. Ich habe hier auch einen kleinen da, den werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken, den ich hier benutze. Und zwar ist es wirklich ganz praktisch, man braucht ja hier nur mit dem mitgelieferten Schlauch und eurem Air-Kompressor mit diesem Verbindungsstück, braucht ihr ja praktisch im Endeffekt nur diesen Laser oder diesen Laserkopf hier miteinander verbinden und schon habt ihr eigentlich einen eingebauten Air Assistant hier in diesem Laser. Finde ich ganz cool und wie gesagt, ich werde euch das Ganze nochmal verlinken. Ich werde euch natürlich alles, was ich im Video auch nochmal habe, auch die ganzen Laserwerte, die ganzen Sachen werde ich euch natürlich auch unten nochmal verlinken und ich werde euch auch noch kostenlose Dateien zur Verfügung stellen, die werdet ihr aber nachher dann nochmal sehen. Natürlich werde ich euch den Lasermaster 3 unten auch nochmal verlinken, in der Videobeschreibung unten. Und zwar kann man den direkt bei Ortur bestellen. Der kommt aus dem EU-Lager, also ihr müsst keinen Zoll zahlen oder sonst irgendwas. Ist alles schon versteuert und verzollt und das Ganze und ist innerhalb von wenigen Tagen eigentlich bei euch zu Hause. Also ich meine, das hört sich jetzt mal doch wirklich alles perfekt an, muss ich sagen. Aber es bringt ja wirklich nichts, wenn das Ding nichts kann. Und das schauen wir uns natürlich jetzt erstmal an und ich werde mir eine Opferplatte, ich habe die ja schon hier hingelegt, das ist diese Opferplatte, die ich hier habe, die werde ich noch ein bisschen bearbeiten und werde hier ein Lasergitter erstmal drauf lasern. Dieses Lasergitter werde ich euch kostenlos zur Verfügung stellen, das könnt ihr dann unten in der Videobeschreibung kostenlos downloaden und ja, das einzige Manko, was ich noch total vergessen habe, ist, das werde ich mir auch noch mal schnell was bauen, das ist ein paar Minuten erledigt. Und zwar, hier will ich ja ein Lasergitter drauf haben und ich will, dass der Laser natürlich nicht durch die Gegend wackelt, weil ich habe jetzt hier bei diesem Modell momentan, wahrscheinlich gibt es da noch was in Zukunft, momentan keine Möglichkeit hier diesen Laser mit Winkeln hier groß anzuschrauben. Also da müsst ihr euch selber irgendwas bauen und das werde ich jetzt mal bauen und werde es euch gleich noch mal zeigen. So, meine Opferplatte mit dem Koordinatensystem hier drauf ist fertig. Jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Im Endeffekt habe ich jetzt hier nur 4 Holzteile hingemacht mit einer 20er Bohrung festgeschraubt. Damit kann ich dann diese Füße hier direkt reinstellen mit dem Laser und er ist immer an der richtigen Position von diesem, ja, damit er immer an der richtigen Position anfängt zu lasern. Also ihr seht, es wackelt gar nichts mehr, das ist auf ein Zehntel genau hier drauf geschraubt und es passiert nichts mehr und ihr habt jetzt hier ein schönes Koordinatensystem drauf gelasert.
Ich werde euch natürlich alles, was wir jetzt dann anfangen zu lasern, von Edelstahl, von Holz, von Schneiden und sonst irgendwas, werde ich euch auf der Homepage von mir aufschreiben und ihr könnt es nachlesen. Der Link wird dann unten in der Videobeschreibung drin stehen und dann habt ihr wahrscheinlich schon mal ein bisschen so die Grundeinstellung des Lasers. Natürlich kommt es immer aufs Material drauf an, das kann schon unterschiedlich sein, gerade beim Holzschneiden, die Qualität des Holzes, aber dass ihr so wenigstens mal die Grundeinstellungen habt und das werde ich euch auch noch zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich aber noch was vergessen, bevor ihr loslasert, bitte beachtet die Sicherheitshinweise, die ich jetzt euch nenne, und zwar dieser Laser oder allgemein Laser sind wirklich kein Spielzeug. Wir haben hier absolute Brandgefahr, wenn ihr hier Mist baut oder irgendwas, also niemals alleine lassen. Euer Augenlicht sollte euch auch sehr wichtig sein. Wir haben zwar hier eine kleine Schutzhaube dran, die den Laser filtert, diese Laserstrahlen, die schädlichen filtert, aber benutzt wirklich und schaut da nicht in den Strahl rein, die mitgelieferte Brille oder so wie ich noch eine extra Brille gekauft, eine gute, und macht es auf jeden Fall. Ebenso sind die Dämpfe, die ihr hier mit dem Laser produziert, weil es brennt ja hier richtig schön bei Holz, bei Plastik, sonst irgendwas. Es ist hochgiftig, das müsst ihr irgendwie ableiten nach draußen, entweder draußen lasern, in der Garage lasern, setzt dann aber bitte eine Maske auf und atmet die ganzen Dämpfe nicht ein. Ich habe ja schon mal mit Manu hier ein Gehäuse gebaut. Das Video werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Schönes geschlossenes Gehäuse mit einer Absaugung nach draußen. Schaut es euch einfach nochmal an. Oder ich habe bei mir in der Werkstatt einen Lüfter in der Wand verbaut, ein richtig fettes Rohr im Endeffekt. Und da wird das Ganze hier bei mir abgesaugt. Bei mir stinkt überhaupt nichts und alles wird nach draußen transportiert, der ganze Dampf. Also passt ein bisschen auf, aber ich muss es wirklich euch erwähnen, weil das ist wirklich echt kein Spielzeug. Für diejenigen, die sich noch gar nicht auskennen, mache ich das Ganze mal schnell, nur mal die Grundschritte. Und da müsst ihr euch selber reinarbeiten. Also ich empfehle euch das Lightburn-Programm. Es ist ein echt mächtiges Programm, ist nicht kostenlos, müsst ihr euch für ca. 60 € kaufen, aber ich sehe dahinter schon ein Riesenpotenzial und das andere Programm, das mitgelieferte, ich persönlich mag es nicht gerne, aber das ist Geschmackssache. Gut, also wenn ihr Lightburn installiert habt, werde ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. Wenn ihr das installiert habt, schaut das Ganze circa so aus. Hier sind Fenster, die könnt ihr dann auch noch anklicken, diese Fenster, was ihr alles braucht. Das Wichtige sind Bewegung, Schnitt, Ebenen und Formeigenschaften und natürlich den Laser. Um den Laser jetzt zu verbinden mit Lightburn, müsst ihr einfach mal gucken unter Geräte hier unten. Entweder könnt ihr finden meinen Laser, sollte er nicht gefunden sein, ist es so, dass ihr manuell einstellen könnt. Gebt sie hier auf GRBL, macht Next, Serial USB, Next, und dann könnt ihr hier die Arbeitsfläche eingeben. Da haben wir bei diesem Ortur Lasermaster 3 haben wir 400 x 400. Könnt ihr noch einen Namen vergeben extra. Vorne links anfangen ist wichtig und Laser beim Start in die Home-Position positionieren. Das habe ich auch noch gemacht. So, Next, also ich habe das Ganze schon gemacht, müsst ihr Finish klicken. Und jetzt gucken wir mal, ob der Ganze angesteuert wird. Und zwar, ich glaube auf COM6 habe ich ihn. Und jetzt müsste er theoretisch, ja genau, also er geht los. Er fährt automatisch, so wie wir gerade eingestellt haben, in die Home-Position. Und dann können wir eigentlich relativ schnell starten. Was ich euch noch empfehlen kann, ist zum Beispiel, ich habe jetzt ein Koordinatensystem gelasert. Wir haben ja gerade eben dieses Werkstück schon ausgerichtet in die Mitte. Und ihr könnt euch hier oben noch eine Position, einen Mittelpunkt. Ich laser immer vom Mittelpunkt los. Ich finde es einfacher, um die Werkstücke zu positionieren. Deshalb habe ich mir einen Mittelpunkt angelegt. Da könnt ihr einfach 200 auf 200 eingeben. Und wenn ihr dann auf Los klickt, fährt der Laser in die Mitte, wo ihr dann praktisch euch hier das Werkstück positionieren könnt. Jetzt sehen vielleicht manche hier, dass es hier einen Feuerknopf gibt. Den gibt es aber nur, und zwar gebe ich euch auch noch den Tipp, wenn ihr Geräteeinstellungen, diesen Button, den müsst ihr anschalten. Dann taucht nämlich auch dieser Feuerbutton auf. Und dieser Feuerbutton ist dafür da, ihr seht es vielleicht jetzt gerade, wenn ich jetzt diesen drücke, erscheint ein kleiner blauer Punkt, um das Werkstück nochmal besser zu positionieren.
Und da schaltet ihr die Stärke relativ gering, 1% oder 1,25% reicht absolut aus. Gut, nächster Schritt wird sein, dass wir jetzt einfach mal eine Datei öffnen. Wir werden hier einfach mal ein Logo reinziehen. Und zwar machen wir einfach mal das Gipfelholz-Logo hier. Und das wollen wir jetzt einfach mal auf diesem kleinen Sperrholz hier lasern. Wenn wir jetzt das Ganze hier einmal markiert, mit der Maustaste gedrückt halten, rüberziehen, können wir hier oben dann die Breite einstellen. Die Breite machen wir jetzt einfach mal auf 60 mm und automatisch passt sich die Höhe auch noch an. Wenn wir das Ganze jetzt hier von der Mitte aus gelasert haben wollen, alles markieren und auf dieses Kreuz hier gehen und schon verschiebt sich das Ganze in die Mitte. Jetzt müssen wir eigentlich nichts anderes mehr machen, weil fokussiert haben wir ja schon. Jetzt sind hier diese Ebenen drin. Jetzt müssen wir, das Logo selber ist ein Bild, das müssen wir jetzt einstellen. Da müsst ihr einfach noch mal ein bisschen selber rumspielen. Da gibt es auch sehr viele Tutorials im Netz mit Lightburn oder Benutzung. Aber hier haben wir jetzt ein ganz normales Schwarz-Weiß-Bild im Endeffekt. Und hier können wir jetzt einfach mal, jetzt machen wir mal einfach so eine Grundsatzeinstellung. Machen wir einfach mal, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie er lasert. 3000 Geschwindigkeit und was machen wir jetzt hier an Stärke? Machen wir einfach mal 60% und schauen einfach mal, was passiert mit unserem Logo. Das Ganze müssen wir natürlich mit der Schrift hier auch noch machen. Das hier unten ist die Schrift, Ortho Laser Master 3. Da müssen wir sagen, wir gehen jetzt nicht auf Linie, bei Linie würde er schneiden, auf Füllen müssen wir gehen. So, da stellen wir jetzt auch auf Füllen diese 3000 ein. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da passiert nachher. 3060% Leistung. Und ich würde jetzt mal sagen, positioniert haben wir alles. Wenn ihr jetzt hier auf diesen Rahmen klickt und dazu noch Shift gedrückt haltet, könnt ihr noch mal kontrollieren. Dann fährt der Laser nämlich mit einem Laserpunkt das Werkstück ab, wo gelasert wird. Also drückt man da einfach mal drauf, Shift, Rahmen und schon können wir schauen, wo er lasert. Das passt jetzt und jetzt bin ich mal gespannt, ob die ersten Einstellungen passen. Und wir drücken jetzt einfach mal auf Start und der Laser lasert mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser Stärke einfach los. So, schauen wir uns mal an. Also es ist definitiv zu viel Leistung. Wir haben auch Schmauchspuren, obwohl wir einen Air Assistant haben. Deshalb müssen wir von der Leistung runterfahren. Die 6000, die 3000 und 60% waren definitiv zu viel. Also fahren wir mal einen Versuch. Jetzt machen wir mal einen richtigen krassen Versuch. Wir fahren jetzt mal volle Geschwindigkeit mit 20.000 und mit 90% Leistung. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, ihr seht jetzt hier die Geschwindigkeit 20.000 mm pro Minute und eine Leistung von 90%. Und ihr seht, das ist Originalgeschwindigkeit. Das ist schon eine Mordsgeschwindigkeit, muss ich sagen, bei 90%. Und wir haben auch noch hier schön sichtbar drauf auf dem Holz. Also jetzt lassen wir es mal durchlaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so rauskommt. Aber es ist brutal, die Geschwindigkeit. Schaut euch das mal an. So, fertig. Also, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also es ist schon richtig gut drauf im Endeffekt. Und das bei dieser Geschwindigkeit und bei 90%. Also, ihr seht schon, man muss halt ein bisschen rumspielen mit den Geschwindigkeiten. Das ist auch je nach Material ist es natürlich auch anders. Das ist jetzt 4 mm Publish-Sperrholz und darauf geht es ganz gut. Ich lese jetzt gerade einen Speed- und Power-Test. Den könnt ihr natürlich auch von mir kostenlos downloaden. Den stelle ich kostenlos zur Verfügung. Der sagt euch, in welcher Geschwindigkeit ihr auf welchem Material lasern könnt. Das müsst ihr halt auf den verschiedenen Materialien ausprobieren. Und ihr müsst natürlich diesen Speed- und Power-Test gegebenenfalls auf die Materialien ein bisschen anpassen. Aber das könnt ihr einfach dann sehen in der Datei. Ich drucke euch mal und stelle euch zur Verfügung. Und wir schauen ihn jetzt gleich mal an, was dabei rauskommt. Gut, jetzt ist er fertig, jetzt könnt ihr mal anschauen. Also funktioniert super und somit könnt ihr rausbekommen, welche Geschwindigkeit ihr für welches Material nehmen könnt. Das müsst ihr natürlich auf den Materialien selber anwenden. Und ihr seht schon, der Test geht von 4.000 bis 20.000 Geschwindigkeit und von Power 10 bis 90%. Warum 90%? Weil ich meine Laser nicht mit 100%
dauerhaft fahren möchte. Jetzt konntet ihr mal sehen, was der LaserMaster 3 von Orto alles so kann. Ich habe die gleichen Materialien verwendet wie auch schon bei meinen anderen Laservorstellungen, damit ihr einfach mal einen Vergleich habt.
wie die anderen Laser so lasern. Gut, ich werde euch jetzt einfach mal herholen und wir werden das Ganze nochmal durchsprechen von dem her. Und alle Dateien, wie schon gesagt, werde ich euch zum kostenlosen Downloaden anbieten. Und auch die ganzen Werte, die wir jetzt hatten beim Lasern, die werde ich euch alle auf die Homepage packen, damit ihr einfach einen besseren Vergleich habt oder euch am Anfang beim Loslasern ein bisschen leichter tut von den Einstellungen her. So, das Interessante finde ich jetzt auch die Schnittleistung, die wir hier haben. Jetzt schaut euch mal den Orto Laser Master 3 an. Hier ein Durchgang, 2 Durchgänge gingen komplett durch wie Butter, brauche ich euch nicht zeigen. Jetzt ist aber interessant, ein Durchgang, 4 mm Sperrholz. Da seht ihr schon von den Prozenten her, was das Ding alles kann. Zum Vergleich zum Orto Laser Master 2 Pro, da haben wir halt diese Werte hier. Nur 3 Kästchen rausbekommen, 70% bei 100, und das ist schon ein deutlicher Unterschied von der Leistung her, was der neue 10 Watt Laser von Orto hat. Also echt super cool. Gut, das Hochinteressante ist natürlich auch Edelstahl. Edelstahl kann man direkt lasern. Das seht ihr hier, es ging richtig schön drauf hier, ging auch drauf wie Butter im Endeffekt. Hier richtig schön schwarz drauf gelasert. Wir brauchen hier auch keine Sprays oder so. Auf Edelstahl geht es mit diesen 10 Watt direkt drauf zu lasern. Ist auch ganz interessant, ist hier Alu, das wisst ihr ja auch, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, was man dann hier macht mit diesem Alu, mit diesem Folienspray. Das Video werde ich euch auch nochmal da oben verlinken und ihr seht es auf Alu. Normalerweise kann das kein Laser hier, dass es hier schwarz drauf markiert ist, aber top. Aber wie gesagt, das Video werde ich euch auch nochmal verlinken. Was ebenso toll ist, sind die anderen Geschichten hier. Hier auch diesen Speed- und Power-Test würde ich euch definitiv empfehlen. Das könnt ihr auf verschiedenen Materialien anwenden, aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt und könnt ihr auch kostenlos downloaden. Ja gut, in ganzen anderen Geschichten wie Stein, Schiefer ist überhaupt kein Problem. Diesen Stein habe ich nachträglich dann natürlich noch mit matten Lack überzogen, dass es dann so cool rüberkommt hier. Und alles andere ist überhaupt kein Problem gewesen. Und die Fliese, muss ich sagen, kommt auch sehr gut rüber. Diese Fliese mache ich ja immer bei diesen Lasertests im Endeffekt. Immer das gleiche Bild und da kommt es von der Qualität her auch echt top rüber. Auch von den Pixeln hier und das Ganze echt nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ihr müsst es mit dem Speed- und Power-Test machen. Dann habt ihr solche Sachen habt ihr dann einfach nicht. Das war ja der Anfang, wo ich zu viel gelasert habe oder zu hohe Leistung gelasert habe. Aber ich muss dazu sagen, dieser eingebaute Air Assistant ist echt top, muss ich sagen. Ihr braucht nur noch den Kompressor anschließen und schon funktioniert das Ding echt gut. Natürlich, diese Schmauchspuren bei so tiefen Einbrennen, das kriegt man einfach nicht weg. Da müsst ihr echt drüber schleifen. Aber so tief lasert man ja auch nicht. Das ging ja fast schon durch. Und es funktioniert echt top, da bin ich echt überrascht davon. Und vor allem, dass er halt schon eingebaut ist, dass er jetzt nichts mehr hier 3D drucken muss oder sonst noch dazu kaufen muss, sondern einfach nur noch den Kompressor anschließen und schon hast du einen richtig hochwertigen oder halt einen richtig funktionierenden, guten Air Assistant dran. Ich möchte euch ganz kurz noch diese App zeigen, hier diese Laser Explorer. Man muss sich natürlich verbinden. Ich hatte auch erstmal Probleme mit dem Ganzen, habe aber den Orto Support kontaktiert, kann ich euch noch mal auf der Homepage verlinken. Der Gil, der ist echt top, der hat sofort weitergeholfen. Echt mega, muss ich sagen, der Support von Orto, top. Also wir haben das Ganze hinbekommen. Ich habe nämlich noch eine Vorabversion gehabt von diesem Laser und ich habe ein Update gebraucht, aber er hat echt top weitergeholfen. Leute, es ist ganz einfach. Ich möchte auch nicht ganz im Detail darauf eingehen. Ich kann jetzt mein Handy mit dem Laser verbinden und kann direkt hier irgendwelche Dateien, Texte, sonst irgendwas, Files. Ich kann hier alles Mögliche vom Handy steuern und kann den Laser direkt mit dem Handy ansteuern. Zum Beispiel machen wir halt einfach mal hier so eine Hallo-Datei hier angelegt, hier auf Next gehen, kann man nochmal Einstellungen machen, dann sieht man die Laserfläche. Ich kann hier alles verschieben, wo ich hin will. Ich kann hier auch den Rahmen fahren, ich kann es größer machen, kleiner machen. Ich kann hier Config einstellen, ich kann hier welches Material, welche Stärke, Geschwindigkeit, wie oft und so weiter. Ich kann hier alles komplett einstellen, Qualität und so weiter, wie in Lightburn und kann es einfach senden. Ich drücke hier auf Start und das Ding lasert absolut los, ohne eine Verbindung mit einem Laptop. Also muss da echt sagen, es funktioniert top, aber ich möchte, wie gesagt, nicht hundertprozentig drauf eingehen, da müsst ihr selber ein bisschen rumspielen mit dem Ganzen und
einfach mal anschauen, denn das sprengt echt das Video von dem, wenn ich da jetzt ins Detail eingehe einfach. Aber es ist fast alles selbsterklärend. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit vom LaserMaster 3 von Ortur. Also ich bin persönlich schon überrascht gewesen, dass er jetzt auch so gute Schnittleistungen hat, muss ich dazu sagen. Also die 10 Watt sind echte 10 Watt, das bringt echt richtig was, muss ich sagen. Gefällt mir super gut, die Geschwindigkeit gefällt mir gut und wie schon gerade eben erwähnt, der Air Assistant, der schon verbaut ist und nur noch mit Kompressor zum Anschließen und fertig. Ist alles mitgeliefert, außer der Kompressor, den werde ich euch unten aber auch nochmal verlinken, den ich jetzt benutzt habe. Und ich muss sagen, echt top begeistert. Ich finde die Qualität des Lasers sehr gut. Er schaut gut aus, aber nicht nur gut aus, sondern er kann auch lasern. Das einzige Manko, was ich jetzt auch schon erwähnt habe im Video, ist, dass ich ihn jetzt nicht so einfach mit irgendwelchen Winkeln anschrauben kann. Aber ich denke mal, dass es vielleicht in Zukunft irgendwelche 3D-Dateien geben wird, wo man das dann sich selber drucken kann oder man baut sich selber irgendwelche Winkel hin oder mit diesen Holzlitzen, die ich gemacht habe. Also echt top. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diesen Laser findet. Habt ihr schon einen anderen Laser, andere Qualität, andere Marke? Habt ihr den 2 Pro schon oder wollt euch vielleicht den Ortur LaserMaster 3 kaufen? Schreibt es mal alles unten rein und würde mich freuen drüber. Ebenso könnt ihr natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen da lassen und den Kanal abonnieren nicht vergessen, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus!